Wenn Telefonzellen in deiner Stadt auftauchen, geh nicht ran. Bevor das alles passiert ist, kann ich mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal eine Telefonzelle in echt gesehen habe. Wenn man alte Filme schaut, wird einem bewusst, wie alltäglich sie früher waren, aber heute sind sie überholt. Relikte der Vergangenheit, die nur noch vereinzelt auftauchen. Es fiel mir also sofort auf, als ich auf dem Heimweg von der Arbeit eine entdeckte. Schon eine entdeckt zu sagen, klingt, als wäre ich auf ein wildes Tier gestoßen. Genauso fühlt es sich aber auch an, als wäre ich plötzlich in feindlichem Gebiet. Ein Weg, den ich schon hunderte Male gegangen bin, hatte auf einmal einen Eindringling. Es war einfach seltsam genug, um mich komplett aus dem Konzept zu bringen. Ich stand da im Dunkeln und starrte die Telefonzelle an, als würde ich darauf warten, dass sie sich bewegt. Ich vergaß die Kälte, vergaß den Nebel, der in der Luft hing, und die entfernten Sirenen. Die Telefonzelle hatte meine ganze Aufmerksamkeit. Und doch sah sie völlig unspektakulär aus. Einfach eine normale Telefonzelle. Durch das schwarze Gehäuse, das sich im Dunkeln fast unsichtbar machte, wirkte es, als würde der Hörer einfach in der Luft schweben. Das grell leuchtende Schild darüber, auf dem nur Phone stand, erzeugte ein unheilvolles Leuchten. Die Lichtfäden fielen auf den kalten, nassen Beton, wie eine Hand, die sich mir entgegenstreckte. Beim ersten Mal, als ich sie sah, war dieses beklemmende Gefühl in meiner Brust, aber schließlich konnte ich mich ihrem Bann entziehen. Ich wusste, dass sie vorher nicht da gewesen war, aber was hätte ich tun sollen? Merkwürdig, ja, aber es hatte nichts mit mir zu tun. Und als ich am nächsten Morgen zur Arbeit ging, war sie verschwunden. Nur ein schwacher Schmutzrand zeugte noch davon, dass sie überhaupt da gewesen war. Ein paar Tage vergingen, bis ich die nächste sah. Diesmal, als ich ein paar Besorgungen machte. Sie war weit genug entfernt, dass ich sie fast übersehen hätte, was mich dazu bringt, mich zu fragen, ob ich vielleicht schon öfter in der Nähe anderer war, sie aber einfach nicht bemerkt habe. Auch diese Telefonzelle stand da, dieselbe Bauweise, schlicht und sauber. Doch es war Tag, also war das Licht diesmal aus. Sie stand direkt vor meinem örtlichen Einkaufszentrum. Als Leute daran vorbeigingen und sie kurzzeitig verdeckten, drehten sich ihre Köpfe um sie anzuschauen. Irgendwie beruhigend, die Bestätigung, dass ich mir das doch nicht nur einbildete. Einige Leute blieben sogar stehen und machten Fotos davon. Nachdem ich ein paar Minuten lang beobachtet hatte, wie Menschen mit der Zelle herumspielten, fühlte ich mich selbst wie ein Spanner und ging schließlich weiter. Was bedeutete, dass ich das ganze Chaos verpasste. Am nächsten Tag redeten alle bei der Arbeit über einen Vorfall im Einkaufszentrum. Aus den Gesprächsfetzen, die ich über den Tag aufschnappte, erfuhr ich, dass eine Frau eine Art psychotischen Zusammenbruch hatte. Menschen versammelten sich um sie, als sie plötzlich zu schreien begann. Ihr ganzer Körper zitterte und ihre Augen sprangen panisch hin und her. Alle vor Ort sagten, sie hätten zunächst angenommen, die Frau sei unter Drogen und hätten deshalb versucht, sie zu beruhigen. Die Polizei wurde gerufen, aber bevor sie eintreffen konnte, nun, das wurde auf verschiedene Weise beschrieben. Aber was mir im Kopf geblieben ist, war, dass sie sich selbst verstümmelt habe. Sie kratzte sich mit der Verzweiflung eines Untoten an der Haut, der versucht, aus seinem Grab zu entkommen. Als die Polizei sie schließlich bändigen konnte, waren ihre Fingernägel verbogen und abgeplatzt. Leute sagten, sie habe sich so tief in die Haut gegraben, dass man ihre Organe sehen konnte. Anfangs hielt ich das für übertrieben, aber nach dem, was ich gesehen habe, wirkt diese Verwüstung fast harmlos. Die Geschichte sorgte einige Zeit lang für Aufsehen. Schließlich wurde die Frau aus der Beobachtung entlassen und eine offizielle Erklärung wurde veröffentlicht. Man sprach von einer hysterischen Episode und sagte, die Frau könne sich an nichts erinnern. Doch bei genauerem Nachforschen in den Online-Klatschforen unserer kleinen Gemeinschaft behaupteten diejenigen, die die Frau kannten, dass sie weiterhin verstört blieb. Sie isolierte sich und sprach nur noch in leisen, zusammenhangslosen Murmeln. Als die Nachricht schließlich aus den Schlagzeilen verschwand, hatte ich die Telefonzelle völlig vergessen. Erst als mich eine Phase von Melancholie zu einem nächtlichen Spaziergang bewegte, sah ich wieder eine Telefonzelle. Nur der dunkle Himmel war mein Begleiter
als ich am Rand des örtlichen Parks entlang lief. Es war selten in meiner Stadt ein Moment der Ruhe zu finden und ich genoss das Geräusch meiner Sneakers auf dem Asphalt. Ein langsames, gleichmäßiges Tippen, das nur gelegentlich von einem weit entfernten Hupen unterbrochen wurde. Es war fast grausam, wie knapp ich davor war, den Abend zu beenden, bevor die Telefonzelle plötzlich wieder auftauchte. Wieder ein starrer Blick, diesmal von der anderen Straßenseite. Dampfschwaden zogen über die ölglänzende Straße und tanzten wie ein dünner Schleier um den Fuß der Telefonzelle. Es waren nur ich und das Telefon, die sich anstarrten. Ich könnte schwören, irgendwo tief in meinem Hinterkopf hörte ich es klingeln. Oder vielleicht war es nur mein Gehirn, das die Stille füllte und versuchte, den Eindringling zu verstehen. Nur ich und das Telefon, bis es das nicht mehr war. Aus dem Augenwinkel bemerkte ich eine fremde Gestalt und fast instinktiv trat ich weiter zurück in die Dunkelheit. Ich hoffte, dass er einfach an der Telefonzelle vorbeigehen würde, aber eine morbide Neugier wünschte sich das Gegenteil. Dieses Gebet wurde erhört, als ich sah, wie der Mann nach dem Hörer griff und ihn aus der Gabel nahm. Er hielt das dunkle Plastik ans Ohr und murmelte hinein. Dann stand er still. Sekunden verstrichen und das geisterhafte Klingeln eines angenommenen Anrufs hallte in der Luft. Mein Fokus war auf seinen Rücken gerichtet, wartete darauf, dass er sich bewegte. Schließlich legte er den Hörer zurück an seinen Platz. Er drehte sich um und blickte über die Straße direkt zu mir. Wie ein eingekesseltes Tier wich mein Körper weiter zurück, bis es nicht mehr ging, und ich presste mich gegen den brusthohen, schmiedeeisernen Zaun. Die Spitzen oben bohrten sich wie römische Speerkämpfer in meinen Rücken und drängten mich dem Löwen entgegen. Der Mann stand da, starrte über die Straße, die Telefonzelle kaum sichtbar hinter seinem Körper. Dann Bewegung. Er trat vor. Sein Körper senkte sich leicht, als er vom Bordstein auf die Straße trat. Mein Herz raste, während er immer näher kam und mein Sichtfeld ausfüllte. Worte blieben mir im Hals stecken. Ich konnte mich nur vorsichtig in kleinen Schritten bewegen. Es fühlte sich alles fremd an. Mein Gehirn war auf diese Abfolge von Ereignissen nicht vorbereitet und stotterte. Als er fast direkt vor mir stand, sein Gesicht im Dunkeln verborgen, gelang es mir schnell zur Seite zu rutschen. Er drehte den Kopf und sah weiter zu mir. Die kleinen weißen Perlen seiner Augen schienen direkt durch mich hindurch zu blicken. Was hat es gesagt? Brachte ich schwach hervor. Ein Teil von mir musste es gewusst haben, selbst in diesem Moment. Ich fragte ihn nicht, was sie gesagt hätten, als ob ich die Person am anderen Ende der Leitung meinte. Ich sagte es, als hätte das Telefon selbst mit ihm gesprochen. Egal wie ich es ausdrückte, seine Antwort war keine, die mit Worten gemacht war. Nein. Seine Antwort war, zurück in Richtung Park zu schauen. Er starrte in die Dunkelheit und riss den Kopf zurück. Mein ganzer Körper zuckte zurück, als ich den ersten Doppler hörte. Dieses Zucken war genug, mich aus einer Trance zu reißen. Ich jaulte schnell auf und begann auf den Mann zuzulaufen. Ein vergeblicher Versuch, ihn zurückzuhalten. Der Stoff seiner Jacke war wie Seide, als mein Griff entglitt, sein Kopf gegen die Spitze des Zauns gedrückt. Diesmal gab es kein dumpfes Geräusch. Es klang, als würde man ein durchnässtes Bündel Papiertücher auspressen. Nass. Das Geräusch war nass. Der Zaun war nass. Mit einer Kraft und einem Willen, die ich mir nicht erklären kann, hatte er seine Stirn auf die Spitze geschlagen und sich aufgespießt. Ich kann dir nicht sagen, dass das Eisen des Zauns von seinem Blut glänzte, aber ich wusste es. Ich kann dir nicht sagen, wie sein Gesicht an der Einschlagstelle zusammensank, aber ich wusste es. Sein Körper war in Dunkelheit gehüllt, vom Straßenlicht abgewandt gekrümmt. Ich wusste alles. Ich wusste, dass Klumpen aus Saft und Gewebe versuchten, durch die Risse in seinem Gesicht zu quellen. Und als sein Körper zusammensackte und sein Rücken unnatürlich zum Zaun hin abknickte, wurde er immer noch von der Spitze in seinem Schädel wie ein nasses Handtuch gehalten. Ich wusste, ich musste weg. Er war weg. Wahrscheinlich so schnell, wie der Zaun durch den Knochen gedrungen war. Es gab kein Helfen mehr. Oder vielleicht suchte ich nur Ausreden. Als ich mich umdrehte, um nach Hause zu rennen, schweifte mein Blick über die Straße. Und natürlich war die Telefonzelle verschwunden.
vom aufsteigenden Dampf mitgetragen. Mein Heimweg fühlte sich an wie ein Traum, ein Moment, der verflog, bevor ich ihn festhalten konnte. Es fühlte sich an, als wäre ich, sobald ich mich vom Mann abwandte, schon in meiner Wohnung, gekrümmt über der Toilette. Obwohl ich die Details seiner Zerstörung nie sah, konnte ich nicht aufhören, daran zu denken. Jede Vorstellung, jedes Detail verwandte sich in einen trockenen, erstickenden Schrei, der sich im Wasser ausbreitete. Die Finger krallten sich am Rand der Schüssel fest. Ab und zu spürte ich den Stoff an meinen Fingerspitzen gleiten. Die ganze Nacht verbrachte ich in diesem Badezimmer, ein Handtuch über die Schultern gelegt, um mich zu wärmen. Dieser Raum war sicher. Ich konnte alles sehen und ich wusste, dass ich allein dort war. Aber alles außerhalb, das fühlte sich wieder neu an, unsicher. Ich musste irgendwann rausgehen. Die Welt hörte für niemanden auf, sich zu drehen. Für mich drehte sie sich nur anders. Da waren Worte in mir, Dinge, die ich den Menschen sagen wollte. Diese Worte wollten sich einfach nicht formen. Die Nachrichtenlage wurde in den nächsten Tagen düsterer. Zuerst berichteten sie über den Mann, den man am Park fand, noch immer aufgespießt am Zaun. Doch es folgten weitere. Leichen, auf verschiedene Arten verstümmelt. Sichtungen in der Telefonzelle waren selten. Zumindest schien sie es nicht direkt auf mich abgesehen zu haben. Ein kleiner Trost. Aber sie war da, stand vor einem Supermarkt, versteckte sich in der Ecke eines Parkhauses, stand sogar in geschlossenen Läden, lauerte dort hinter der Glasscheibe im Dunkeln. Jedes Mal, wenn ich sie sah, zog sich mein Herz zusammen. Ich erwartete jedes Mal, dass sie klingeln würde, dass sie mich rufen würde. Diese Erwartung hallte wie ein ätherisches Klingeln in meinem Hinterkopf, wie das Lied der Wellen, das einen Seemann ruft. Nur 2 weitere Male sah ich, wie jemand dem Einfluss der Telefonzelle verfiel. Einmal sah ich eine Frau auf dem Rand einer Überführung stehen. Die Sonne brannte auf ihr flaches Gesicht und ihr grell buntes Outfit. Ich wusste, was gleich passieren würde, und trotzdem sah ich zu, wie sie sich vorbeugte, bis sie kippte. Sie wurde zu einem farbigen Streifen, der an meinem Blick vorbeizog, bevor ein ekelerregendes Klatschen ertönte. Das Geräusch war dem ähnlich, das ich hörte, als der Mann seinen Kopf gegen den Zaun schlug. Zum Glück blieb mir der Anblick ihrer Überreste erspart, da sie hinter ein nahen Haus aufschlag. Das ungreifbare Klingeln hob meinen Blick und natürlich, die klobige Telefonzelle thronte dort, glänzte in der Sonne, über mir, hohnlachend. Es begann und endete so schnell, dass mein Geist sich schwer tut, die Details zu erinnern, obwohl es sich anfühlte, als läge ein Stein auf meiner Brust. Doch das nächste Mal war mir kein solch kurzer Anblick vergönnt. Das Leben musste weitergehen, Rechnungen wollten bezahlt werden und ich hatte sogar begonnen, Überstunden zu machen. Mein Büro fühlte sich sicher an, trotz der leisen Gespräche der Kollegen über die vielen Suizide in der Stadt. Ich wusste, solange ich auf meinem Bürostuhl saß und auf dem Bildschirm starrte, konnte ich keine Telefonzelle sehen. An einem der Tage, an denen ich freiwillig reinkam, ging ich früh nach Hause. Es kam selten vor, dass ich Feierabend hatte, während die Sonne noch schien. Manchmal vergesse ich, wie lebendig die Stadt sein kann, besonders seitdem die Telefone auftauchten. Die Stimmen von Menschen, die lachten, das Zwitschern der Vögel, das Rufen von Straßenverkäufern, das war eine willkommene Abwechslung, auch wenn nur kurz. Mein Heimweg führte an einer Baustelle vorbei. Normalerweise ist das nur ein unfertiges Gebäude in der Dunkelheit. Alle Arbeiter längst gegangen. Aber an diesem Tag sang sie. Die Baustelle war voller Leben. Arbeiter gingen ihrer Arbeit nach. Ich schwöre, sie kommen nie voran mit dem Bau. Doch ich war überrascht, wie viele dort waren. Meine Augen sprangen von einem Bereich des Gebäudes zum nächsten. Da spürte ich, wie sich der Haken in meine Wange bohrte. Das schwarze Eisen der Telefonzelle hatte mich erwischt. Sie saß nur eine Etage über dem Boden, tief genug im Rohbau, dass sie im Schatten lag. Aus dem Augenwinkel sah ich, wie ein anderer Fisch in Richtung Köder schwamm. Ich war auf der anderen Seite der Straße, durch dichten Verkehr vom Gebäude getrennt. Ich fühlte, was geschehen würde, noch bevor der Bauarbeiter den Köder nahm. Mein Herz stolperte, verkrampfte, während die Baustelle voller Leben summte. Kreissägen kreischten, Arbeiter schnitten durch Holz wie durch Butter, und dennoch kam er näher. Druckluftnagler feuerten Nägel in die Balken, dumpfe Schläge wie Pistolenschüsse, und dennoch ging er weiter.
Überall wurden Materialien bewegt, schwere Holzbretter, Metallrohre, Kabel, Menschen, die nicht aufpassten. All das war ein Chor, der mich verspottete. So laut, dass kein Schrei von mir je zu ihm durchdringen konnte. Egal wie sehr ich mit den Armen fuchtelte, wie laut ich auch rief, wie verzweifelt ich eine Lücke im Verkehr suchte, er hob den Hörer ans Ohr. Etwas veränderte sich mit dem Mann. Seine Haltung sackte ein wenig in sich zusammen, als hätte man ihm sie genommen. Mit dem Hörer wieder an seinem Ohr begann er sich zu bewegen. Ich lief neben ihm her, über die Straße, immer noch rufend und schreiend. Mir blieb immer wieder die Luft weg, aber ich bekam Aufmerksamkeit. Nur leider von den Falschen. Die Leute beobachteten mich, aber ich war nur irgendein Verrückter, der herumbrüllte. Niemand achtete auf den Arbeiter, der durch eine Reihe unfertiger Türrahmen trottete, noch immer sichtbar durch das Gerüstnetzwerk. Er erreichte einen improvisierten Tisch aus Sperrholz und holte ein Elektrowerkzeug hervor. Seine Bewegungen waren flüssig, ohne einen Hauch von Zögern oder Angst, seidig glatt. Ich konnte das Aufheulen der Säbelsäge nicht hören, aber ich erkannte ihre Form. In meinem Kopf spielte sich das Grauen ab, bevor es geschah. Ich war nicht dort, aber in Gedanken stand ich direkt neben ihm. In meiner Vorstellung richtete er sich auf. Ich konnte die Ader an seinem Hals förmlich pochen sehen, als würde sie die vibrierende Metallklinge herbeirufen. Die Zähne der Säge bogen seine Haut zur Seite, rissen sie auf, während er mit sanftem Druck dagegen hielt. Kein Millimeter wich er von seiner Hingabe ab. Zahn um Zahn zerschnitt Schicht um Schicht, sägte bis zum Knochen, wo sie anfingen zu splittern, geschmiert mit seinem eigenen Blut. Rotes Blut floss über seine Warnweste, sammelte sich um seine dunklen Arbeitsstiefel. Die Leute hatten ihn nun bemerkt und rannten zu ihm. Aber es war längst zu spät. Seine Hände waren schon glitschig vom Blut, bevor sein Körper zu schwach wurde, um das Werkzeug noch zu halten. Seine Finger erschlafften und es fiel zu Boden, vibrierte noch über den Beton, bis jemand anderes es aufhob. Jetzt, da alle endlich zum Bau schauten, war ich frei von ihren Blicken und konnte mich davonstehlen. Natürlich hätte ich nichts tun können, aber in meinem Kopf glaubte ich, die Leute würden mir die Schuld geben oder denken, ich hätte etwas damit zu tun. Als ich zu Hause ankam, brannte meine Brust. Die Bilder von ihm, wie er die Säge durch seinen Knochen presste, der Kopf leicht vibrierend, sie brannten sich ein. Später hieß es in den Berichten, er hätte sich auf beinahe unmenschliche Weise selbst verletzt, als hätte man alle mentalen Sperren entfernt und sein einziger Zweck sei es gewesen, sich selbst zu entweihen. Diese Gedanken ließen mich nicht mehr los. Nicht nur er, auch das Mädchen, das gesprungen war, und der Mann, der sich aufspießte. Sie alle waren ein statisches Rauschen im Hintergrund meines Geistes. Ein entferntes Klingeln, das umso lauter wurde, je mehr ich versuchte, es zu ignorieren. Die Telefonzellen tauchten häufiger auf. Es musste eine Art Hohn sein, da war ich mir sicher. Jedes Mal, wenn ich eine sah, zuckten meine Finger, als hätte die verdammten Dinger Fäden an mir, zogen mich zu sich. In meinem Herzen war es längst beschlossen. Eines Tages würde ich nicht mehr widerstehen können. Ich spüre es. Ich musste wissen, was sie gehört hatten. Was hatte sie dazu gebracht, das zu tun? Wie konnte ich es herausfinden, ohne dabei zu sterben? Oder besser gesagt, ohne mich dabei selbst zu töten? Dann fragte ich mich, war es die Telefonzelle selbst? Oder das, was auf der anderen Seite war? Warum braucht es überhaupt eine Telefonzelle, um die Botschaft zu übermitteln? Was auch immer es war. Jeder trägt ein Handy bei sich. Warum nicht einfach jeden anrufen und hoffen, dass jemand abnimmt? Ein dummer, verrückter Plan formte sich. Alles, was ich brauchte, war ein kurzer Einkauf und etwas Geduld beim Warten auf das nächste Auftauchen einer Zelle. Das dauerte nicht lange. Poetisch erschien sie genau dort, wo ich die erste gesehen hatte. Ein nächtlicher Heimweg, eine schwarze Box auf der anderen Straßenseite. Das Klingeln in meinem Kopf war ohrenbetäubend, nicht hörbar und doch so laut. Es übertönte alle anderen Gedanken, füllte meinen Kopf bis zum Überlaufen, bis nichts anderes mehr blieb. Ich fragte mich, ob es den anderen auch so ging, als wären Körper und Geist leergeräumt worden und übrig blieb nur noch der Ruf einer Sirene. In ihrer Nähe spürte ich das Ziehen an mir, als würde jeder Nerv in meinem Körper feuern, mich nach vorne dirigieren. Der erste Schritt war wie durch Glas brechen, ein unsichtbares Hindernis zersplitterte. Jeder weitere Schritt fiel leichter,
der Zerfall meines Willens in messbaren Zentimetern. Das ätherische Klingeln wurde lauter und lauter, ohne je einen Laut von sich zu geben. Die Angst zeigte sich in kleinen Schweißperlen auf meiner Haut. Tierischer Instinkt drängte mich zur Flucht. Die kühle Nachtluft strich darüber, eine seidige Decke aus Kälte. Meine Finger schwebten nur wenige Zentimeter vom Hörer entfernt. Das Phantomklingeln verstummte. Die Telefonzelle musste nicht mehr singen. Sie hatte mich. Als ich das Telefon anhob, war es leicht und harmlos, wie leer, nur ein schwarzes Plastikgehäuse in meiner freien Hand. Solange ich noch bei Verstand war, schaltete ich ein anderes Handy ein. Nicht mein eigenes, versteht sich. Nur irgendein billiges Prepaid-Gerät. Kein Touchscreen, eher nostalgischer Schrott. Meine Finger drückten auf die Gummitasten und das Burnerphone rief mein echtes Handy an, das noch in meiner Jackentasche steckte. Wie ein Clown jonglierte ich mit 3 Telefonen, bis meine Falle bereit war. Der Hörer der Telefonzelle ruhte auf dem des Burner-Handys, sodass alles, was das Payphone zu sagen hatte, auf der anderen Leitung, auf meinem Handy, zu hören war. Ich trat einen Schritt zurück. Mein Körper kribbelte vor nervöser Erwartung. Mein Handy hob sich langsam, bis das kalte Gerät gegen mein Ohr drückte, und ich lauschte. Ich kann nicht genau erklären, wie sich mein Körper dabei anfühlte, als würde alles in mir nach innen gezogen. Gleichzeitig fühlte ich mich aber auch leichter, leerer. Die Stimme am anderen Ende grub sich augenblicklich tief in mein Gehirn. Seidige Dolche, die sich durch meinen freien Willen schnitten und mich vom Hier und Jetzt abschnitten. Ein Herz schlug im Takt des Universums, doch ich bin mir nicht sicher, ob es meines war. Wie du hatte ich eine Vorstellung davon, was ich hören würde, wenn ich den Hörer abnahm. Deshalb ist es nur logisch, dass ich völlig falsch lag. Kein Rauschen, das mich wie ein Schläfer aktivierte. Kein dämonisches Gemurmel, rückwärts abgespielt, das einen Fluch auf mich legte. Kein monotoner Russe, der eine Reihe von Zahlen aufsagte. Nichts davon. Nichts wirklich Seltsames. Und doch erinnere ich mich an jedes Wort. Hey mein Sohn, ich wollte nur kurz nach dir sehen. Ihre Stimme war weich und liebevoll, wie die einer älteren Mutter, die das Telefon etwas zu nah an ihrem Gesicht hielt. Man konnte sich mühelos kirschrote Lippen und eine große Brille vorstellen. Richtig gemütlich. Wir sind gerade vom Einkaufen zurückgekommen, mussten mehr Fleisch holen. Fuhr sie fort, sprach über die Kleinigkeiten ihres Tages. Durch den Aufbau konnte ich nicht antworten, doch ich weiß ohnehin nicht, was ich gesagt hätte. Vielleicht sollte ich einfach nur zuhören. Da gab es ein paar verrückte Angebote, also haben wir ein bisschen mehr mitgenommen. Eine Pause entstand, als würde sie schwer atmen müssen. Falls du etwas brauchst, geben wir dir gerne was ab. Aus der Ferne war das Klirren von Geschirr zu hören, das leise Treiben eines geschäftigen Haushalts. Ich habe einfach an dich gedacht und, ruf zurück, wenn du kannst. Ich liebe dich, mein Sohn. Beendete sie den einseitigen Anruf, gefolgt von einem sanften Klick. Langsam und methodisch trat ich zurück zur Kabine und legte den Hörer auf. Das Burner-Handy ließ sich oben drauf liegen. Ein nutzloses Relikt. Ich stand da und versuchte mich selbst einzuschätzen. Aber das Einzige, was ich empfand, war ausgehöhlt. Dieses Telefonat hatte alles aus mir herausgesogen, was sich irgendwie vollständig angefühlt hatte. Mein Körper war schlaff. Eine Schulter hing tiefer als die andere. Und alles in mir, von wackeligen Knien bis zur gekrümmten Wirbelsäule, wollte einfach nur zusammenbrechen. Beim Umdrehen konnte ich nicht anders, als an meine Mutter zu denken. Sie war schon sehr lange krank gewesen. Während ihrer Krankheit rief sie fast jeden Tag an. Und ich war ihr Halt, ihr winziger Anker der Normalität, den sie noch hatte. Ich ging immer ran, ließ nie einen Anruf durchgehen. Es war nicht leicht. Oft hatte sie nur schlechte Nachrichten. Oft war ich danach erschöpft. Aber ich hob ab. Ich wusste, dass sie mich brauchte. Und dann war ich eines Tages einfach so müde. Ich stand da, schaute die Straße entlang und dachte an diesen einen Anruf. Dachte daran, wie ich nur auf ihren Namen auf dem Display starrte, es klingeln ließ, das Gefühl hatte, ich könne es einfach nicht. Dass ich mir nur dieses eine Mal erlaubte, mich auszuruhen. Die Straße war leer, Teil einer Busroute, aber ohne eigene Haltestelle. Also wusste ich, dass der Bus, den ich in der Ferne sah, einfach vorbeifahren würde. Er kam näher, während ich mir ausmalte, wie der Anruf meiner Mutter verstummte. Der letzte Anruf, den sie je tätigen würde, ohne auch nur eine hinterlassene Nachricht.
Ich frage mich bis heute, was sie mir sagen wollte. Der Gedanke erschüttert mich, dass sie mich vielleicht um Hilfe bitten wollte oder dass sie wusste, dass ihre Zeit gekommen war und sich verabschieden wollte. Die Stimme am Payphone war nicht die meiner Mutter, aber sie ließ mich an sie denken. So sehr, dass es das Einzige war, woran ich denken konnte. Ich sah den Bus näher kommen, ganz leer, gefüllt nur mit Elend. Der erste impulsive Gedanke, der mir durch den Kopf schoss, blieb haften. Ein Fuß rutschte vom Bordstein, als der Bus näher kam. Seine Scheinwerfer umhüllten mich. Derselbe Nebel, der die Straße rutschig machte, tanzte vor meinem Gesicht. Und als der Bus fast bei mir war, konnte ich mich zurückziehen. Gerade noch rechtzeitig, um den Aufprall zu vermeiden und mich aus der Trance zu reißen. Die kühle Luft füllte meine Lunge, als ich keuchend nach Bewusstsein rang und meine Vernunft kämpfte. Meine Finger krallten sich in meine Brust. Mein ganzer Körper vibrierte so stark, dass ich nicht mehr wusste, ob ich weinte oder gleich erbrechen würde. Ich muss wohl zumindest in einem Punkt recht gehabt haben. Der Transfer des Audiosignals über das Burner-Handy hat den Effekt abgeschwächt. Oder besser gesagt, den vollständigen Effekt verzögert. Ich blieb noch lange auf der Straße, bevor ich es schaffte, mich nach Hause zu schleppen. Seitdem spüre ich es jedoch immer. Kleine Dinge, die schneller an mir nagen, als ich mich wieder auffüllen kann. Immer wenn es still genug wird, höre ich ein Klingeln und denke an meine Mutter. Und jedes Mal, wenn diese Stille kommt und ich etwas sehe, das einen morbiden Gedanken auslösen könnte, verschwindet meine Fähigkeit, mich dagegen zu wehren, ein bisschen mehr. Scheren, Bleistifte, Verkehr, andere Menschen, Wasser, Höhen. Alles wurde zu einem Klingeln, ein Ruf aus dem tiefsten Inneren, der darum bettelte, erhört zu werden. Und ich werde nicht mehr lange widerstehen können. Dieses lebende Grauen, das an jedem Gedanken haftet, seit ich diesen Hörer abgenommen habe, denke ich immer öfter daran, wie leer mein Leben eigentlich ist. Und ich kann nicht anders. Ich muss daran denken, was wäre, wenn ich ihren Anruf entgegengenommen hätte? Was, wenn sie mich noch braucht?